Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sind Sie Pudelbesitzer und wurden Sie vielleicht das eine oder andere Mal deswegen schon belächelt? Wir hatten etwa 10 Abrichterclubs unter unserem Dachverband versammelt und regelmäßig kam es da zu Vergleichsturnieren zwischen diesen Clubs. Eines Tages empfingen wir als Gast einen unserer Lieblingskonkurrenten, einen Hundeclub mit tollen Hunden, aber die hatten wir auch. An diesem Tag, bei diesem Turnier, fungierte ich als Figurant, als Schutzhelfer und wie es so üblich war, bekam ich eine Liste präsentiert. Da waren drauf die Namen der Hundeführer, die Namen ihrer Hunde, die Rasse, welche diese Hunde darstellten und die Art der Schutzarbeit, also SCH1, SCH2 oder SCH3. So auch an diesem Tag. Doch da fiel mir etwas ganz Besonderes auf. Als ich diese Liste durchging, sah ich Name Hundebesitzer, Name Hund, daneben stand Pudel und daneben stand SCH3. Ich sagte zum Turnierleiter damals erst, habt ihr euch da geirrt oder vertan? Oder er sagte, wieso? Sag ich, na schau, da steht Herr so und so, daneben steht Pudel und SCH3. Was ist da? Ne? Na, die haben einen SCH3-Pudel, mit dem bekommst du es heute zu tun. Oha, Pudel. Ja, ich war gespannt. Es kam zum Turnier, es kam zur Schutzarbeit und ich sage Ihnen was, liebe Zuseher, dieser Königspudel lieferte eine hervorragende Schutzarbeit. Und der reihte sich nahtlos in die Riege der anderen SCH3-Hunde ein. Völlig egal, ob das waren Rottweiler, Schnauzer, Dobermänner, Schäferhunde oder große Mixe. Ich war schwerst beeindruckt. Heute werden Pudel oftmals abwertig als Oma-Hunde bezeichnet. Finde ich schade, das waren einst schneidige Jagdhunde und wurden mit Vorliebe als Wasserapportierhunde verwendet. Es gibt ja 4 Arten von Pudel. Es gibt den Groß- oder Königspudel, den Kleinpudel, den Zwergpudel und den Tollpudel. Und um ersteren, um den Königspudel, geht es heute. Königspudel sind heutzutage sehr beliebte Familienhunde, besonders geeignet für sportliche Familien. Geheimtipp für Hundesportler und mit so einem Geheimtipp habe ich ja schon zu tun gehabt. Sie finden auch ihren Platz unter den Therapiehunden und die eine oder andere Polizeieinheit führt Königspudel als Drogenspürhunde. Pudel haaren nicht, das stimmt. Und oftmals werden Pudel Allergikern als Rasse empfohlen, aber Pudel haben ein sehr aufwendig zu pflegendes Fell. Denn um zu verhindern, dass das ständig weiter wachsende Fell verfilzt, gehört der sehr regelmäßig und intensiv gebürstet. Und jeder Pudelzüchter wird Ihnen vorschlagen, den Hund alle 8 bis 9 Wochen lang beim Friseur scheren zu lassen. Ist natürlich eine Geldsache und viele Pudelbesitzer sind schon so geschickt, die besorgen sich ein diesbezügliches Werkzeug, tun das selbst. Würde ich das tun, würde sich jeder vor meinem Hund fürchten. Es gibt natürlich viele verschiedene Arten der Schuhe beim Pudel und ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe da überhaupt keinen blassen Schimmer, kenne mich mit diesen Schuharten überhaupt nicht aus. Da wissen Sie darüber mit Sicherheit mehr Bescheid als ich. Aber 2 dieser Klasse oder speziellen Schuharten kenne ich natürlich schon. Da ist die eine, da diese Löwenschuhe, ich weiß nicht, die heißt ja glaube ich gar nicht so, wo sie im vorderen Teil des Torsos so viel Fell besitzen und die Lende komplett abrasiert ist. Und dann gibt es da diese Teddybär-Schuhe. Das ist höchstwahrscheinlich die Schuhe, die ich bevorzugen würde, wenn ich einen Pudel besitzen würde. Die gefällt mir am besten. Aber es gibt noch viele andere Arten dieser Schuhen. Ja. Aber ja, Pudel gehören alle 2, 2,5, 3 Monate mal geschoren. Bis zu 60 cm Schulterhöhe erreichen Königspudel laut Rassestandard und werden bis zu 28 Kilo schwer. Die Farben, viele Farben weisen diese Hunde vor. Von schwarz über weiß, creme, aprikot, grau, silber, braun, mehrfarbig schwarz-weiß, mehrfarbig schwarzloh und besonders bei den mehrfarbigen Königspudeln munkelt man, dass der eine oder andere Züchterschlingel da manchmal etwas Afghanenblut mit einzüchtet. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Man hört es. Der Charakter des Königspudels wird eigenartigerweise auf völlig verschiedene Art und Weise erklärt.
Ich war auf so vielen Webseiten und überall liest man etwas anderes. So bezeichnen ihn manche als Hund mit fehlendem Jagdtrieb. Andere wiederum betonen sehr ausgeprägten Jagdtrieb beim Königspudel. Einige behaupten, er wäre überhaupt nicht geeignet als Schutzhund, während andere davon erzählen, dass ein Königspudel seine Familie immer und jedes Mal zuverlässig beschützen wird. Aber ausnahmslos alle berichten davon, dass der Königspudel eine hochintelligente, aufgeweckte, leistungsstarke Rasse darstellt, die seine Familie über alles liebt. Im Alter zwischen 7 und 9 Monaten hatte mein Vito einen Kumpel, einen Königspudel als Kumpel. Der Hund war etwas über 2 Jahre alt, auch blond. Mein Hund hatte damals knapp 60 cm Schulterhöhe, war noch etwas kleiner als jetzt. Jetzt hat er 65 cm und ist schon fertig. Und der Pudel war für mich damals klar erkennbar größer. Also ich schätze den so 65 cm Schulterhöhe. Also etwas höher als der Rassestandard erlaubt. Aber ich glaube, die haben hier auch eine Toleranz von einigen Zentimetern eingebaut. Wenn ich einen Hund kennenlerne, näher kennenlerne, dann habe ich oftmals die Angewohnheit, dass wenn der Hund es zulässt und gerne hat, mit dem Hund in näheren Körperkontakt komme. Ja, so war das auch mit dem Pudel, denn der war sehr freundlich zu Fremden, hat mich von Anfang an überschwänglich begrüßt. Wir spielten oft miteinander. Ich knuddelte mit ihm, klopfte ihn ab. Mir gefällt das. Und wenn dem Hund das auch gefällt, ja, ist das eine Sache, die ich sehr genieße. Und jedes Mal, wenn ich diesen Königspudel abgeklopft habe, lieber Zuseher, ich sage Ihnen was, der Hund war stahlhart, besonders die Hinterhand. Der war drahtig, der hatte nichts Bulliges an sich. Ja. Der war drahtig, schlank, aber besaß stahlharte Muskulatur. Das war ein Hochleistungssportler. Der Hund war generell schnell, explosiv und sehr leistungsfähig. Und charaktertechnisch war er unheimlich aufmerksam, schlau, neugierig. Also der gehorchte seinem Besitzer aufs Wort. Aber der hatte ein Problem. Der musste jedes Mal, wenn wir auf freilaufende andere Hunde trafen, den Hund an die Leine nehmen, denn der war sehr dominant. Und obwohl man auf vielen Webseiten über den Königspudel lesen kann, dass der Pudel generell bei Begegnungen mit Artgenossen eher freundlich unterwegs ist, war dieser Hund äußerst dominant. Der Besitzer sagte zu mir, das geschah von einem Tag auf den anderen. Wir waren stundenlang miteinander unterwegs in diesen beiden Monaten, bevor wir uns aus den Augen verloren haben. Heute habe ich ihn schon 3 Jahre nicht mehr gesehen, weiß nicht, vielleicht ist er ausgezogen. Ich konnte den Hund dann relativ gut einschätzen und ich sage Ihnen was, ich glaube zu vermuten oder zu wissen, weshalb dieser Hund dominant wurde. Also das war ein Hund, der bei Begegnungen mit anderen Hunden sehr übermotiviert war. Also sehr, bei denen funktionierte alles irgendwie im Zeitraffer-Tempo. Sie wissen ja, oftmals, wenn Hunde sich das erste Mal begegnen, wird da mal vorsichtig beschnuppert und wenn alles okay ist, dann im besten Falle beginnt dann die Rute zu wackeln und dann kann es losgehen. Doch bei dem Pudel ging das alles relativ schnell. Ja. Der schoss in einen Hund hinein, das war hinten beschnuppern, vorn beschnuppern, seitlich beschnuppern, okay, wir kennen uns, jetzt spielen wir. Jedem Hund gefällt das nicht, auch meinem gefällt das nicht. Und meiner kam auf diese Art und Weise schon des Öfteren in Konflikt mit anderen Hunden, wenn die derartig, bedrängend waren. Der Pudel funktionierte so. Doch dieser Königspudel, dieser Kumpel meines Hundes, war selbst auch ein sehr selbstbewusster Hund. Freundlich, aber sehr selbstbewusst. Und ich gehe mal davon aus, dass der das eine oder andere Mal zu oft eine negative Reaktion eines Hundes, den er bedrängte, erfahren hat, da er selbst ein selbstbewusster Hund war, dann auch negativ auf diese Antwort mit negativer Antwort reagiert hat. Ja. So ist dann eins ins andere gegangen. Ich gehe davon aus, ich vermute, dass er auf diese Art und Weise dominant geworden ist. Ja, ist meine Vermutung. Toller Hund, soll angeblich auch ein sehr toller Schwimmer gewesen sein. Ich habe einen Zuseher meines Kanals, hallo Thomas, der ein Besitzer eines Königspudels war. Auch der hat mir einige wertvolle Info zukommen lassen über seinen Hund, die ich Ihnen hier gerne jetzt präsentieren möchte. Nur um Ihnen preiszugeben, wie diese Hunde charakterlich in etwa funktionieren können. Er beschrieb ihn mir als extremst arbeitswillig, den er oftmals bei der Arbeit stoppen musste. Wenn der mit ihm apportierte Stöberarbeiten machte, dann kippte der derartig in diese Arbeiten hinein, dass der schon fast umfiel. Also er musste ihn oftmals aus dem Arbeitsmodus rausholen, weil der sonst nicht
aufgehört hätte. Er war sehr triebig und schlau und konnte ihnen manche Dinge spielend beibringen. Ja? Wir wissen ja, Pudel sind hochintelligent und viele Pudel wurden in Zirkussen vorgeführt bei Kunststücken, das ist ja bekannt. Ja? Sind hochintelligente Hunde. Er sagte mir aber auch, dass er, obwohl er manche Dinge spielend erlernte, andere Dinge absolut ablehnte und überhaupt nicht tun wollte. Also die wollte er nicht lernen, obwohl er es intelligenztechnisch bei weitem drauf gehabt hätte. Er bezeichnete ihn als Gentleman Gauner, der aber eine niedrige Reitschwelle vorgewiesen hatte. Auch der war Rüden gegenüber dominant. Und laut seinen Beschreibungen gehe ich auch bei diesem Pudel davon aus, dass es auf diese Art und Weise geschehen ist. Denn der ist mal in einen Kampf mit einem Rhodesian Ridgeback geraten, weil dieser Ridgeback eine Hündin beschützt hat, die vom Königspudel derartig bedrängt wurde, ja, dass der Ridgeback sagte, so jetzt ist genug. Er zog da einen Cut davon, der Pudel, aber nichts Schlimmes, und hatte auch öfters Konflikte mit anderen Rüden. Doggenmixe waren da dabei und so weiter. Doch da stieg er immer völlig ungeschoren aus diesen Kämpfen, weil er derartig geschickt, trickreich und schnell war, hat mir Thomas erzählt. Auch dieser Hund soll ein sehr toller Schwimmer gewesen sein, aber er sagte mir, er war nicht einfach zu erziehen und hatte hohen Beschäftigungsbedarf. Liebe Zuseher, der Königspudel ist für mich eine absolut unterschätzte Hunderasse. Für mich ist das ein purer Arbeiter. Sehen Sie sich mal diese Schuhe, diese Löwenschuhe, ja, wenn Sie sich diese Schuhe ansehen, dann sehen Sie sich mal die Anatomie dieses Hundes, können Sie sehr gut anhand der abrasierten Lände erkennen. Das ist ein Powerhouse. Der Hund hat nichts Bulliges an sich. Das ist ein drahtiges, schlankes Muskelpaket und so ist er auch unterwegs. Die sind auch charakterlich drahtig, stark. Wissen Sie, was ich meine? Die sind triebig, die sind neugierig, die sind aufmerksam, die sind trickreich, die wollen was tun. Das sind Arbeitshunde. Ein Königspudel gehört beschäftigt. Ein Königspudel ist mit Sicherheit kein Hund für Faulenzer. Wenn Sie eine Person sind, die einen Garten besitzt, einen großen, und sich denkt, ich nehme mir einen Königspudel, der kann da draußen tun und machen, was er will, oder tun und lassen, was er will. Und ich gehe 1- oder 2-mal die Woche mit ihm eine große Runde, dann wird das genügen. Dann sind Sie meiner Meinung nach schwer hier im Irrtum. Ich kenne leider solche Hunde in der Gegend, wo meine Eltern wohnen. Da lebt eine Rottweiler-Hündin, die hat ihr ganzes Leben noch nichts anderes gesehen als den 200 Quadratmeter Garten. Ein armer Hund. Also, wenn Sie so ein Mensch sind, dann sollten Sie über die Anschaffung eines Pudels, eines Königspudels nicht nachdenken. Das ist ein Hund, der braucht Beschäftigung. Ein Königspudel eignet sich meiner Meinung nach hervorragend für Sportarten, die extreme Bewegungsformen innehaben. Agility, Canicross, auch klassischer Gebrauchshundesport. Alles, was mit Bewegung zu tun hat. Alles, was mit Nachdenken zu tun hat. Ein Königspudel ist ein Hund, der Nahrung für den Kopf und für den Körper braucht. Ein Sportler. Das ist kein Pudel, den man pink anmalt. Sie wissen schon, was ich meine. Das ist ein Sportler und ein Geheimtipp für Hundesportler, würde ich mal sagen. Und ich möchte behaupten, dass mir der Königspudel sehr gut gefällt. Einem Schwarzen wäre ich gar nicht abgeneigt. Mit dem würde ich den Leuten am Platz schon zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, davon bin ich mir sicher. Nein, es sind absolut tolle Hunde, gefallen mir sehr gut. Und alles andere als Oma-Hunde. Nun, wobei ich muss sagen, ich sah schon hübsche 40-, 50-jährige Omas, die haben körperlich mehr drauf als so manche 20-Jährige. Das sage ich Ihnen. Ja. Auch ich bin ja schon seit 6 Jahren ein Opa. Ja, hat heute nicht mehr viel zu sagen. Liebe Zuseher, das war das Video über den Königspudel. Toller Hund, super toller Leistungssportler, schwer unterschätzt. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.